Hallo alle miteinander, ich begrüße jeden recht herzlich zu der fundamentalen Analyse heute von Meta. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, okay, aber warum starten wir dann in TradingView, wenn wir über die fundamentale Analyse hier sprechen? Das wird sich in den nächsten Minuten von alleine beantworten lassen und vielleicht gehörst du zu den Leuten, die gerade eben überlegen, Meta zu kaufen oder vielleicht hast du schon Meta in deinem Portfolio drinnen und hast jetzt ein bisschen Angst, weil einfach dementsprechend der Kurs doch gut eingebrochen ist. Dann würde ich sagen, bist du genau hier richtig auf diesem Kanal und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Punkt mal an. Die Schlagzeile Nummer 1. 2015. Facebook verpasst den mobilen Trend. Kurs damals 78 US-Dollar. 2018. Cambridge Analytica-Skandal. Das Ende 130 US-Dollar damals der Kurs. 2021. Apple vernichtete Metas Werbemodell, Kurs 330 Dollar. Jetzt kommt ein Jahr, was dir oder was wir uns definitiv merken sollten für später. 2022, Metaverse-Absturz, Zuckerberg verzockt sich. Der Kurs ist damals um 77% eingebrochen bis 90 Dollar runter. 2024, Milliardenstrafen der EU belasten Meta, Kurs 470 Dollar. Und jetzt die neuesten News oder die neuesten Schockmeldungen vom letzten Quartal. Der Schockeffekt, der Gewinneinbruch minus 83%. Ich werde euch das jetzt mal durchlesen und ich muss sagen, ich muss jetzt schon leicht schmunzeln, wenn ich das hier so lese. Genau, jetzt fangen wir mal an. Der Nettogewinn sank auf nur 2,7 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu über 15 Milliarden im Vorjahr. Das war fast ausschließlich eine einmalige, nicht zahlungswirksame Steuerbelastung von fast 16 Milliarden US-Dollar durch ein neues US-Steuergesetz namens One Big Beautiful Bill Act. Ohne diesen Sondereffekt hätte Meta einen Gewinn von etwa 18,6 Milliarden US-Dollar gemacht, ein Rekordwert. Aber die Algorithmen und die schnellen News-Trader haben nur die 83% Minus gesehen und verkauft. Und jetzt die zweite Schlagzeile, die KI-Angst, explodierende Kosten CapEx. Zuckerberg hat die Ausgaben für 2025 auf 70 bis 72 Milliarden US-Dollar hochgeschraubt, von vorher circa 30 bis 40 Milliarden. Er sagte für 2026 nochmals erheblich höhere Ausgaben voraus, um die KI-Infrastruktur auszubauen. Die Wall Street fragte, wann kommt das Geld zurück? Die Angst vor einem zweiten Metaverse-Grab war sofort wieder da. So, und wenn wir uns aber jetzt diesen Chart mal hier anschauen, dann könnt ihr euch eins hier anschauen, dass wir, wenn wir 2015 investiert hätten im Meta, hätten wir nach den ganzen Schlagzeilen jetzt über 700% Kursgewinn oder Rendite erwirtschaften können. Und das zeigt uns eigentlich, dass wenn wir uns auf diese Schlagzeilen stürzen, dass wir in Panik falsche Entscheidungen treffen. Und deswegen ist dieser Kanal entstanden, damit einfach die Panik verschwindet. Ich bin selber nicht seit 2015 an der Börse. Ich habe erst 2023 überhaupt mit der Börse angefangen und ich bin also sowieso ein Neuling hier, aber ich finde, ich habe mich schon in die richtige Richtung entwickelt. Ich habe mir auch viel Wissen angeeignet, was auch in den kommenden Monaten auch oder Jahren auch definitiv noch sich ausbauen lässt. Aber ich möchte jeden Einzelnen da draußen, der wirklich genauso einen Weg einschlagen möchte, mitnehmen. Denn ich denke mir einfach, diese Panikmache da draußen, diese ganzen YouTube-Kanäle, die dir irgendwas versprechen, auf Panik aufgebaut sind, etc., nur um Klicks zu generieren, das wird es hier auf diesem Kanal nicht geben. Und ich sage jetzt von vornherein eins. Wir werden hier nicht über Trading reden. Wir werden hier auch nicht über politische Meinungen sprechen. Das hat eigentlich in einem oder auf einem Finanzkanal nichts zu suchen. Wir werden wirklich stur mathematische Berechnungen durchführen auf diesem Kanal
Und wenn du wirklich sagst, okay, der Weg ist für mich der richtige, dann bist du herzlich eingeladen, hier einfach auf diesem Kanal zu bleiben. Wenn du aber mehr Spaß, mehr Bling Bling haben möchtest, dann geh woanders hin, auf einem anderen YouTube-Kanal, oder wenn du sagst, okay, dich bespaßt mein Content nicht, weil das Thema einfach mathematische Berechnungen, Formeln etc., das ist alles natürlich sehr Trockenarbeit. Und wenn du keinen Fleiß an den Tag legen möchtest, dann, keine Ahnung, schau dir auf Netflix eine Serie an oder so, und dann musst du dir das nicht anschauen. Also ich lade alle Leute hier mit ein, weil ich finde, ich habe mich selber dabei öfter mal erwischt, dass ich auf eine Schlagzeile gestoßen bin, und dann, ja, habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Und so habe ich dann irgendwann mal angefangen, wirklich mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer noch hin und wieder mal irgendwelche Fehler machen, denn ein Mensch ist einfach lenkbar, das ist einfach so. Aber ich versuche wirklich mein Bestes zu machen, damit ich halt diese Fehler minimieren kann. Und genau, und dann würde ich sagen, wenn man sich so überlegt, so Leute wie Benjamin Graham, wie Peter Lynch, wie Warren Buffett, übrigens, ich habe die ganzen Bücher mir durchgelesen von den ganzen bekannten Legenden an der Börse. Die haben eins gemeinsam, die haben wirklich sich selber ihre Meinung gebildet und haben nicht auf irgendwelche Schlagzeilen gehört oder auf Analysten gehört, von denen es hunderttausende Menschen da draußen gibt. Ja. Und Warren Buffett hat ja schon mal damals gesagt, wenn du nicht bereit bist, eine Aktie 10 Jahre oder länger zu halten, dann solltest du überhaupt nicht ähm, überlegen, diese Aktie sich ins Portfolio zu holen. Und genau dieses Wissen, was ich da in diesen Büchern gelesen habe, habe ich in meine Tat umgesetzt, und das wird auch das Motto dieses Kanals sein, was wir auch auf lange Sicht auch anstreben. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt genug geredet. Wir werden jetzt gleich nach dem Intro in das Analysetool reingehen. Da steckt auch viel Arbeit drin. Ich habe da ungefähr 8 bis 10 Wochen dran gesessen, immer neben meiner Arbeit. Denn, wie gesagt, wir arbeiten alle sehr hart für unser Geld. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, und neben der Arbeit muss ich noch diese ganzen anderen Sachen dementsprechend noch machen. Und deswegen, wie gesagt, das ist alles keine Anlageberatung hier. Jeder soll selber für sich entscheiden, wo er sein hart verdientes Geld reinsteckt, wenn er überhaupt das irgendwo reinstecken möchte. Aber ich glaube, so wie wir es angehen wollen auf diesem Kanal, ist es schon der richtige Weg. Und wie gesagt, ich mache hier keine Versprechen. Ich werde niemandem sagen, dass er, wenn er meinen Content anschaut, danach Millionär ist. Sowas gibt es nicht. Ja. Und aber trotzdem, ich freue mich, dass du dabei bist. Schau mal, dass wir in diesem Analysetool uns selber beantworten können, was ist laut der mathematischen Berechnung Meta eigentlich heute wert. Und dann würde ich sagen, gleich nach dem Intro, stoppt euch gerne den Disclaimer, denn dort stehen rechtliche Sachen noch drinnen. Und wie gesagt, und dann legen wir los. Wir starten unsere Fundamentalanalyse erstmal mit den Marktdaten. Wir sehen, dass Meta derzeit bei 620 US-Dollar gehandelt wird, oder bei 534 Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf über 1,5 Billionen US-Dollar. Übrigens ist Meta auf Platz 7 der weltgrößten Unternehmen derzeit zu finden. Das KGV, was für Peter Lynch übrigens ein sehr wichtiger Indikator war, beläuft sich hier auf 27 oder knapp über 27. Der Gewinn je Aktie ist bei 22,60 $. Wir haben auch eine kleine Dividende von 2 $. Und wir sehen, dass wir, wenn wir uns das 52 Wochen Hoch und Wochen Tief anschauen, dass wir uns derzeit irgendwo in der Mitte befinden. Wenn wir nach der Peter Lynch-Kategorie gehen, dann habe ich Meta unter Stalwarts und Fast Growers eingestuft. Warum habe ich das gemacht? Weil es ist ein großes, etabliertes Unternehmen, aber hat wirklich Potenzial, Wachstumsstärke noch zu zeigen. Also die wachsen so stark wie teilweise noch kleine
oder mittelständische Unternehmen. Und unsere Berechnungen beziehen sich wirklich immer auf die letzten Jahresberichte, also die 10K-Berichte. Warum machen wir das so? Weil Warren Buffett hat es auch damals schon erwähnt, dass genau diese kurzfristigen Schwankungen in den Quartalsberichten ja ein falsches Bild teilweise darstellen können, und damit man das eliminiert, beziehen wir uns hier auf die 10K-Berichte. Und das Beta, was sagt uns das Beta aus? Wir haben hier einen Wert von 1,29. Der Gesamtmarkt hat 1,0. Das bedeutet, wir schwanken mit dieser Aktie um 29% stärker wie der Gesamtmarkt. Und dann gehen wir jetzt mal in die Vergangenheitsdaten mal rein. In unserer Vergangenheitstabelle können wir Folgendes sehen. Wir schauen hier immer die letzten 5 Jahre an. Also von 2020 ist der Umsatz auf 164 Milliarden von 85 Milliarden angewachsen. Das EBITDA, was eins unserer wichtigen Bewertungsmodelle auch im Hintergrund darstellt, da sehen wir auch, dass der Wert sich mehr als verdoppelt hat. Das Net Income hat sich auch von 29 Milliarden auf 62 Milliarden verdoppelt. Das EPS ist von $10 auf fast $24 angestiegen. Und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Sache, Free Cash Flows. Da sehen wir, dass die von 23 Milliarden auf 56 Milliarden um das 2,5-fache angestiegen sind. Und die Buyback-Rate hier 146%, genau in der Mitte. Also das Jahr, was ich vorhin gesagt habe, merkt euch dieses Jahr. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat hier Meta das erste Mal Fremdkapital aufgenommen. Das bedeutet, die haben zu ihrem eigenen Geld noch 46% oder über 46% Fremdkapital aufgenommen, um wirklich eigene Aktien zurückzukaufen. Und das ist genau das Jahr, wo Meta komplett am Boden zerstört war. Ja, und was haben die da eigentlich gemacht, wenn man sich das so logisch mal vorstellt? Die haben die Philosophie von Warren Buffett angewendet. Die haben hier eigene Aktien, also Mark Zuckerberg hat hier wirklich ein gutes Feingefühl gehabt, der hat wirklich ganz günstig eigene Aktien zurückgekauft. Und was bedeutet das für uns Anleger, wenn wir uns jetzt anschauen, von 2020 bis 2024 unter dem Punkt Shares Outstandings, da sehen wir, dass von knapp 2,9 Milliarden auf 2,6 Milliarden die Aktienanzahl geschrumpft ist. Das bedeutet, unser Anteil wird einfach automatisch deutlich mehr wert, weil immer weniger Aktien im Umlauf sind. Und wir sehen auch, dass im Jahr 2024 auch die erste Dividende ausgeschüttet wurde. Und da bin ich gespannt auf die nächsten Jahre, ob wir hier vielleicht eine Steigerung sehen können an der Dividende. Das wäre auch natürlich was Schönes für uns Anleger. Und schaut euch einfach nur noch die Wachstumsraten, die ich hinten noch dazu geschrieben habe. Schaut euch mal das an, wie dementsprechend Meta hier wächst. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns gleich mal den Master Key an, und da sehen wir das Endergebnis, was überhaupt Meta heute wert ist. Jetzt kommen wir zu dem finalen Ergebnis von Meta, und in meinem kombinierten Master Key seht ihr Folgendes. Ich führe im Hintergrund 3 verschiedene Bewertungsmodelle durch. Einmal das Discounted Cashflow Verfahren nach Warren Buffett, einmal das PEG nach Peter Lynch und das EV/EBITDA. Und wir sehen hier 3 verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Warum ist es so? Weil in meinen Augen das DCF-Verfahren nach Warren Buffett einfach das stärkste der 3 Modelle ist. Und hier weiter unten sehen wir die Zukunftsprognosen von uns, die uns dementsprechend hier anzeigen, was in jeweiligen Bewertungsmodell die Aktie wert sein sollte. Und ganz unten sehen wir dann sozusagen den Super Master Key Preis. Wenn ihr euch aber unten drunter noch anschaut, dass die Wachstumsrate abflacht, dann muss ich euch da was erklären. Wir führen im Hintergrund für alle 3 Bewertungsmodelle 3 verschiedene Bewertungen durch. Einmal die konservative, die moderate und die optimistische Bewertung. Und für alle 3 flachen wir in die Zukunft dementsprechend die Wachstumsrate von uns, die wir prognostiziert haben, ab. Das heißt zum Beispiel im ersten Jahr 10%, im zweiten Jahr 9% und so weiter und so fort. Die bestimmen wir uns auch. Das heißt, das ist unser erster Sicherheitspuffer, den wir uns einbauen.
Und wenn wir jetzt hier oben anschauen, dann sehen wir noch Folgendes. Wir sehen den gewichteten Fernwert, den uns die Modelle dementsprechend rausgespuckt haben. Und dann wende ich noch eine Margin of Safety an. Das bedeutet, ich nehme einfach 20% grundsätzlich von dem erwarteten Wert, den ich mir ausgerechnet habe, vom Fernwert nochmal ab. Und dann sehen wir, dass aktuell die Aktie von Meta mit 3,28% überbewertet ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt direkt bei 600 kaufen sollst, sondern es geht einfach nur darum, dass man irgendwo ja, einen Wert hat, an dem man sich richten kann. Ja, und das ist unser finales Ergebnis. Gewichteter fairer Wert $750 und kombinierter Moss-Preis minus 20% sind dann eben die $600. Und dann schauen wir uns noch eine Checkbox an und dann schauen wir, welche Werte dort dementsprechend als Check hinterlegt sind. So, dann kommen wir noch zu meiner finalen Checkbox und in der Checkbox sehen wir Folgendes, dass ich hier mit Meta 7 von 7 Punkten erreicht habe. Ein Punkt ist aber hier wirklich aussagekräftig. Also der ROIC von über 200%. Also wenn wir ein Unternehmen haben, was über 15 oder 20% hat, ist es schon richtig gut. Ja, aber hier sehen wir einen Wert von über 200% und den hat ja auch Warren Buffett auch immer so oft angesprochen und geliebt, weil er gesagt hat, dass dieser Wert wirklich aussagekräftig ist. Was bedeutet eigentlich dieser Wert? Das bedeutet, dass Meta aus $100 $200 verdient. Und das ist ein phänomenaler Wert. Also so einen Wert, ich weiß gar nicht, ob ich eine andere Aktie mal analysieren werde, wo ich so einen ähnlichen Wert mal irgendwo finden werde. Und ich werde vielleicht mal ein Video zu diesen ganzen Checkbox-Punkten hier machen. Aber wir werden auch wahrscheinlich die Checkbox noch in der Zukunft ein bisschen erweitern mit anderen Punkten, die da noch mit reinfließen. Aber ich würde sagen, lasst es euch alles hier mal auf der Zunge zergehen. Das war's jetzt mit der Analyse zu Meta. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir werden auch in Zukunft noch andere Aktien auf diese Art und Weise analysieren. Ich wünsche jedem Einzelnen ein schönes restliches Wochenende.